Hi an der Stelle. Genshin Impact, logischerweise immer. Nichts Wichtiges an der Stelle. Also wir werden nur ein bisschen rumgurken und ein bisschen rumblödeln. Warum? It's been a while since we last visited the Knights of Avonius. Paimon wonders what Jean and Lisa have been up to recently. Let's go pay them a visit. Are you fucking serious right now? Mein Glück habe ich eine Aufnahme mit drin. Okay. Punkt ist, ich will jetzt einfach mal die Leistung so ein bisschen von dem ganzen Ding hier testen. Ah. What are you? Okay. Allerlei interessant. So. Interaktive Karte von Taylor Hoyoverse. Danke. Die wollte ich eigentlich haben. Hoyolab, Entschuldigung. Rattenvolkswagen, eine Chichi. Ola? Meinst du nicht Bonjour? Und hast von Frankreich. Ja, okay, hast ja recht, aber ich sag immer Ola, keine Ahnung. Es ist so ein Ding. Hi an der Stelle, Rattenvolkswagen. Regionale Besonderheiten, genau, das wollte ich haben. Und zwar, nein, die Quelle will ich jetzt eigentlich nicht haben, auch wenn ich es eigentlich irgendwo brauche. Warum habe ich die ausmarkiert? Ich verstehe es nicht. Beryllium, bla. Gedönsbaum. In der Ecke findet man ziemlich viel davon. In irgendeiner Ruine habe ich das Gefühl. Okay. I guess we go there. Hier hoch zurück. Aha. Aha. Das Ding. Tatsächlich einen Schatzkompass. Ich habe die Tage bemerkt, dass ich in Sachen Schatzkompasse ein bisschen... Really? Ich habe doch gesagt, ich renne in eine Sidequest rein. I fucking knew it. Die Anne erwähnt hat, ist sie es? What the fuck are you talking about? Okay. Genau, bitte geh und hilf. Hier. Nein! Das Ding? Oh boy, die habe ich ja schon... Oh Gott, ist das lange her, wo ich die Scheiße angefangen habe. Ay, Karamba. Da werde ich aber jetzt auch nicht großartig ansetzen. Ich werde nur versuchen, das Zeugs hier zu sammeln und gut ist. Sorry an der Stelle, aber nee, die Quest wird sowas verliegen gelassen gerade. Aber ich muss wahrscheinlich, um da ranzukommen, da rein, oder? Die Immunität, die kriegt keinen Schaden. Arschlecken. Ach komm, das schneide ich mit rein. Arschlecken. Rain outlines your fate. Huge clouds high. The bird. There is no escape. Inazuma shines eternal. Weg! So. Ach ja, der gute Kompass. Ich nutze die immer nur, wenn ich 100% habe und nochmal nachsäubern will. PS, der Kompass bringt nur 75% aller Kisten, also 25% findest du damit nicht. Zum Beispiel Seelenherausforderungen, vergrabene Kisten oder Rätsel wie Multiplayer-Kisten zeigt er leider nie an. Das weiß ich leider Gottes, das habe ich schon rausgefunden. Auch Herausforderungen zeigt er nicht an. An der Stelle. Also, ja, woran ich das gelernt habe, richtig, der Schatzkompass in Inazuma und meine lange Quest, um an die Inazuma-Kanne zu kommen. Hallo Vögelchen. Stimmt. Wann habe ich diese Mini-Okeanide aufgefangen? Ich bin der anscheinend vertrauenswürdige Ritter. Okay, I take that.
Paimon ist Paimon, ja gut. Knapp hin Oh oh. Wenn ich darf, würde ich in deine Welt gern mal kommen und die absolute dumme Kisten zeigen, wo man sich denkt, was haben die sich bei was haben die bei MiHoYo getrunken haben? Ja. Tatsächlich, an sich würde ich das Angebot vielleicht sogar annehmen, allerdings gerade nicht. Weil, eigentlich ist dieser Stream so kurz vorm Ende. Quasi. Das ist gerade nur so eine Testgeschichte. Um meine Leistung ein bisschen zu checken. Wenn ich jetzt in eine Sidequest reinrenne und dich aufgegabelt habe, ist natürlich an der Stelle unvorteilhaft, aber ne. Ich muss nämlich gleich wieder los. Das ist der Punkt. Im Laufe des Tages werde ich auf jeden Fall nochmal streamen. Das weiß ich. Und da können wir das gerne angreifen, nachdem ich Navias Quest durch habe. Es war so klar, dass Knappin zu Stress führt. Sie ist keine Knappin, sie ist meine Partnerin. Wir sind gleichgestellt. Ja. Bildschirm sieht gut aus, Ton auch gut. So viel kann ich dir sagen. Der Punkt ist, wenn du dich vielleicht später mal, weil du einfach Langeweile hast, in meinen VODs dich verläufst, wirst du merken, dass der letzte Stream ein wenig hart instabil war, von der Leistung her. Das habe sogar ich gemerkt. Und, ja. Und zusätzlich werde ich auch noch ein bisschen das Internet ein bisschen teasern oder ein bisschen kitzeln. Weil ich in den letzten Monaten tatsächlich instabiles Internet habe und Vodafone das mal sehen soll. Jetzt, wo sie eh schon da rein sind, das Ganze zu beobachten. Wehe. 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 Das ist jetzt wieder dieser klassische Fall von The Illusion of Choice. Weil ich will die zweite Antwort nicht haben. Okay. Abenteuertruppe des Narzissenkreuzes. Ich habe das... Ich bin... Ohne Witz, ich habe gerade keine Ahnung, wann ich da drauf gestoßen bin. Die Prinzessin wird sich freuen. Wer ist die Prinzessin? Egal. Einen guten Appetit, würde ich sagen. Dankeschön. Das sieht man so. Ah, ne, wobei, das sieht man doch immer. Doch, jedes Mal, wenn ich Freitag streame, sieht man das. Wenn ich immer Pizza hier habe. Überreste von der Pizza meiner Mutter von gestern. Ich bin jeden Donnerstag bei meinen Eltern. Das ist ganz angenehm, wenn man dann jeden Freitag eine Pizza dann zur Verfügung hat. Das ist cool. Und was genau ist die Abenteuertruppe des Narzissenkreuzes und Narzissus? Was ist das überhaupt? Oh boy, so viel Gelaber. Lucky ein Königreich, das, ja, sieht man. Das war erfüllt von unvergleichlichem Glück. Ah, okay. Dauert noch ein bisschen bis Psycho da ist, ist gut. Vor langer Zeit lag hier ein Königreich. War erfüllt von unvergleichlichem Glück und Freude. Zahlreiche Kinder lebten hier glücklich und zufrieden, gemeinsam mit Prinzessin Lyris. Lyris. Hübscher Name an der Stelle. Aber, ja. Das ist übrigens eine große Sidequest. Das habe ich mir fast schon gedacht. Ich habe eh nicht vor, sie fertig zu machen. Ich bin auch beim letzten Mal, wo ich sie angefangen habe, nur aus Versehen reingeschlittert. Das passiert mir leider in Fontan momentan viel, wenn ich andere Quests mache und sie plötzlich von irgendwas blockiert werden oder ich gerade zu der Quest hinlaufen will und plötzlich erstmal in eine andere Quest reinrenne. Das ist immer mein Glück. Man muss dazu sagen, Rattenvolkswagen. Ich bin einer, der muss alles, was er spielt, muss er streamen. Also was irgendwie story-technisch und sowas ist. Oder zumindest aufnehmen. Oder Ratte reicht, okay. Der Punkt ist allerdings dahinter,
Ich habe so wenig Zeit in meinem Leben fürs Stream. Das ist auch heute nur Zufall, weil ich heute ausnahmsweise mal Urlaub habe. Dass ich leider nicht so richtig hinterherkomme. Ich habe noch Bazillionen Sidequests in Liyue, in Mondstadt, von Sumeru fangen wir gar nicht erst an. Selbst in Inazuma hängen noch Quests rum und das ist eigentlich mein Heimatland, gefühlt. Also. Und Fontar fangen wir auch gar nicht erst an. Also, Sumeru und Fontar sind für mich echt schwierig, da umherzukommen, ohne in eine Sidequest reinzurennen. Das ist unglaublich. Und noch eine Sache. Wir fangen gar nicht erst von meinen Prozenten in den Welten an. Und solltest du in meinem Inventar zufälligerweise Monde entdecken, don't ask. Auch für Sphären habe ich keine Zeit. Die Geschichte geht so. Vor langer, langer Zeit, also das hatten wir ja schon das Thema. Doch dann wurde das Königreich von Narzissus, dem Schreckensdrachen, angegriffen. Er hatte es auf die Prinzessin und ihre Schätze abgesehen. Ah ja. Wollen wir tauschen? Ich habe weder noch Großkisten, noch habe ich Missionen. Ich würde so gern gerade farmen und mir einen... Moment, ich würde so gern gerade farmen, um mir ein Schwert zu bekommen, aber naja. Artefakte, wichtig und richtig, haha. Ja, bei mir sind es eher Talentmaterialien, die das Problem darstellen, warum ich Sphären machen muss. Artefakte gehen halbwegs. Prinzessin Lyris versteckte sich in den hohen Turm und fiel in einen tiefen Schlaf. Deshalb nennen wir das Königreich heute Anaposie. Okay. Narzissus hat Anaposie mit Bitterwasser geflutet und der Scherge, den wir gerade besiegt haben, war aus dem Bitterwasser geboren worden. Diese Schergen hatten bisher immer verhindert, dass wir das Reich wiederbelebten. So ist die Lage. Okay. Danke für den Follow, Ratte, an der Stelle. Diesmal wollen wir uns reinschleichen und die Prinzessin retten, während der Schreckendrache nicht hier ist. Aber wir trafen auf eine Menge übler Gestalten und wurden schließlich getrennt. Aber jetzt, da wir Rio und Palmon dabei haben, gibt es keinen Grund mehr zur Sorge. Außerdem gibt es ja eine Prinzessin, ein Königreich und einen bösen Drachen. Also muss auch ein Ritter in der Geschichte vorkommen. Nur so ist es kanonisch. Ein Ritter sollte ebenso aufrichtig wie mächtig sein. So wie Rio. Geschichte, kanonisch. Ich habe tatsächlich schon Drachen besiegt. Oh ja, und das nicht nur einmal. Man weiß immer noch nicht genau, was passiert ist, aber Rio hat wirklich Erfahrung im Besiegen von Drachen. Nennen wir es Drachen. Echt? Oh ja. Dwalen, diverse Mal in den Arsch getreten. Arschdaha, diverse Mal in den Arsch getreten. Lappen, diverse Mal in den Arsch getreten. AK, dieses komische Dendro-Vieh. Was mal der Dendro-Drache war. Von dem Elektrodrachen brauchen wir nicht reden. Den hat Raiden ja clean gekillt. Noch bevor wir sie kannten. Und, ja gut, der Wasserdrache ist ein Richter. Dem kann man schlicht in den Arsch treten. Das endet im Knast. Zugegeben auch der erste Drache, der seine elementaren Fähigkeiten zurückgekriegt hat vom... Wobei auch nicht wirklich, er hat sie ja direkt wieder an die Fatui verkauft. Warum verkaufen alle ihre Noses an die Fatui? Es ist dumm. Das ist nur der Hüter von Apep. Nicht Apep selbst. Ach so. Na gut, okay. Mehr als einmal. Oh ja. Wirklich, das ist großartig. Es ist toll. Ritter Rio zu treffen, wie es scheint, ist die Zeit für die Abenteurertruppe des Narzissenkreuzes endlich gekommen, um das Königreich wiederherzustellen und Prinzessin Lyris zu retten. Ich find's so geil, wie wir einer kleinen Okeanide und einem kleinen Hydrofinken helfen. Wie crazy kann das doch werden? Treffen wir noch auf einen Hydro-Wildschwein? Ich vermute eher, dass Zhongli sogar der erste Drache, der spielbar ist, sogar der erste Drache ist, der spielbar ist. I mean, technically he is a dragon, but he's not the elementary dragon, per definition. Das war ja Arschdaha an der Stelle.
denke, wie viele anderen auch dass er Drache und Gott zusammen ist. Ja, ist gut, das würde den an der Stelle würde ihn das natürlich gleich stellen mit Novelle. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich irgendwie so einen komischen Knick in meinem Gedächtnis. Was die Story hinter Ashtar betrifft. Ist aber auch lange her, sind wir mal ehrlich. Side Note an der Stelle, ich bin seit Tag 1, also quasi Tag 1 dabei, deswegen, wenn die Stories rauskommen, habe ich sie auch erlebt. Ist also schon was her mit Ashtar. Petit Chou, lass uns mit dem Plan weitermachen. Zuerst müssen wir das ganze böse Wasser loswerden. Ich werde mein Bestes tun. Ah, das ist wohl wahr. Hä? Jawohl! Okay. Noch eine Katze. Warte. Was? Oh, dann. What? Haben wir jetzt gerade ernst. Tag 1xd. Ich vermute, du hast am 10.10.2020 angefangen, wie es deine UID circa sagt. Also seit erster Banner auf jeden Fall. Ja, das ist sowieso. Ich bin ungefähr eine Woche nach Release bin ich reingekommen. Roundabout. Also nach Full Release. Das nenne ich halt Tag 1, also Release Time, ne? Das muss man dazu sagen. Ich bin keiner der Beta-Tester. Obviously. Ah, all das Wasser. Ist das die Magie der Okeanide? Mit Sicherheit. Oh, auf diese Weise wird die Verteidigung geschwächt und die Hindernisse für den Vormarsch und den Kampf werden verringert. Oh, so anstrengend. Ritter Rio, gehen wir mein Bruder L helfen. Dein Bruder? Es gibt doch andere Figuren? Oh ja. Geh mal auf Figurenhandbuch und schau auf Amber. Da siehst du, wann du angefangen hast. Weil du sie nach nicht mal 5 Minuten Spielzeit bekommen hast. Steht dann unten rechts. Steht das nicht sogar im Profil? Aber ja. Wenn die Abenteuertruppe nur aus mir und Petit Chou bestünde, würden wir unsere Fähigkeiten ein wenig überschätzen. Das ist richtig. Schließlich sind Anne und ich nicht so gut wie Ritaria und Paimon. Als wir uns zusammen zurückzogen, war es Elle, der zurückblieb, um unsere Flucht zu decken. Im Moment ist Narzissus geschwächt, also lass uns gehen und helfen. Dann mal los! Danke, nein, danke. Ich habe am 3.10.2020 angefangen. Nein, okay. Was bist du jetzt? Böse Blasenstellung von Narzissus. Ein Verteidigungsapparat, der diejenigen anvisiert und mit Wasserblasen beschießt, die mutig genug sind, in seinen Zielbereich zu kommen. Nähere dich ihm, indem du entweder Kondensationsbretter oder das Gelände nutzt und entferne sein Hydrogranum, um ihn außer Gefecht zu setzen. Oh, okay. The world remains constant over Free the centuries, Hydrogranum? but Hightech, human ey. life is like the Ish. dew at dawn, or a bubble. Wie viele von den Steinen habe ich jetzt? Habe ich genug? 15. Nein, habe ich Rising nicht. through water, Scheiße. transitory. Ich gehe mal wieder oben rein, tatsächlich. So, Figurenhandbuch hast du gesagt. Mache ich sofort. Moment. Nein. So. Ja, wir müssen nicht drüber reden, okay? Okay, knapp 2 Wochen nach Release. Roundabout. Aber es war relativ schnell nach Release tatsächlich, das wusste ich. Gut, manche würden sagen, 2 Wochen ist ja schon ein Monat, aber ich kenne Leute, die haben mehrere Monate danach erst angefangen.
So, da wollte ich rein. Ich meine, da gibt es noch mehr Zeug. Dennoch bist du Release-Spieler. Das ist richtig. Na scheiße, das ist einfach nur ein Loch. Mystische Zettel! Ah! Was für? Da oben. Gut. Dann suchen wir mal woanders weiter, weil, das war so der Punkt von dem, was wir heute Morgen hatten, kurz in einem Shortstream. Jetzt sind wir so wieder da. Um jetzt mal richtig durchzustarten. Mit dem, was ich eigentlich vorhatte zu machen. Okay. Ist noch ein Wuppertal, das passt. Gut. Nein! Oh! No, Controller, sehr schnell. Als ob ich jetzt ernsthaft den Fehler. Kein Stream ohne Fehler, oder wie war das, ne? Der hat den Controller eh nicht geschluckt. 100 Pro nicht. Safe nicht. Never ever. Niemand hat den jetzt geschluckt. Natürlich nicht. Oh boy. Gut, das war so ein Testing-Ground-Ding, weil, A, wollte ich halt das Netzwerk ein bisschen ärgern. Und B, wollte ich ein paar Einstellungen tatsächlich nochmal überprüfen. Der Punkt ist nämlich, ich habe, also im letzten Stream war das sehr instabil. Also im letzten richtigen Stream, der am, lass mich nicht lügen, Mittwoch war, I guess. Das war halt richtig hart nasty und da bin ich tatsächlich hingegangen und habe etwas gemacht, was ich komplett vergessen habe. Ich habe nämlich das Rendering hochgeschraubt, also den Codec hochgeschraubt vom Rendern. Was an der Stelle keine gute Idee war, denn der Codec ist anscheinend ein bisschen zu belastend für meinen Rechner. An der Stelle, I guess. Und hat dann dafür gesorgt, dass meine Auslastung wahrscheinlich von der Grafikkarte und der Soundkarte an der Stelle komplett abgeschossen ist. In einem Bereich, den man halt nicht einsehen kann. Weil wie wir ja wissen, bei den neuen Grafikkarten ist ja nicht nur so, dass es die typischen die typischen Sachen angezeigt werden. In Form von Komplettauslastung von der Karte, sondern halt nur die typischen Geschichten, die man halt nutzt fürs Zocken. Also, beziehungsweise die VRAM-Auslastung wird nur angezeigt, im Endeffekt prozentual. Was jedoch die ganzen anderen Kerne auf der Grafikkarte betrifft, wird natürlich nicht angezeigt. So. Das ist das Problem. Und deswegen denke ich mal, dass ich da bei den Rendering-Kurs ein bisschen Problematik hatte. Gut. Wir waren zuletzt bei Navia. Wir gehen jetzt genau dahin. Zurück nach Poisson. Und werden dann vor allem auch mal den Händler besuchen, der dort ist. Ich brauche nämlich immer noch dieses Beryl-Blablub-Zeug. Und den kann ich bei dem NPC da oben kaufen. Bei dem werten Hintermann. Wie er so schön heißt. Abfahrt. Auf geht's. Are we not taking the boat this time? It's nice to walk from time to time, isn't it? Think of it as something like a hiking trip. Once we're there, we can stay a few days before we return. Sounds good. I haven't walked this road in a long time.
Okay. Cool. Hintermann! Du bist nicht der Freund der Chefin. Bist du nicht der Freund der Chefin? Willkommen. Ja, hallo. Ich möchte Fisch kaufen, ja tatsächlich. Und zwar Berylmuscheln. Ich krieg nur 5 bei dir, das ist doof. Omariti, die Blablub Blumen. Kommen die. Kaufe ich auch noch. Garnelen habe ich 700. Krebse habe ich. Fisch nehme ich immer. So. Man kann nie genug Mo rausgeben, oder wie war das? So, wo sollen wir denn hin? Da oben zum Strand. Ja, okay, dann laufen wir mal. Wahrscheinlich sind die jetzt außen rumgelaufen oder so, ne? Kann das sein? Wahrscheinlich. Laufen dann hier längs, irgendwie am Schiff vorbei oder so. Oder vielleicht in... Nee. Keine Ahnung, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Arschlecken. Shortkarten. Ach, die gehen komplett den großen Weg. Okay. Wir umgehen mal die Mechas, ne? Das klingt nach einem grundsoliden Plan, aber auf die habe ich eh keine Lust. Wo ist hier ein Hydrokulus? Oh, da oben drauf. Na dann. Illusion shattered. Speaking of in Sidequests reinrennen, ne? Hallo Henry. Dankeschön. Dankeschön. Ihr seid meine Retter. Ich, Henry, werde das nie vergessen. Ist schon gut. Davon abgesehen ist Paimon eher neugierig darauf, wie du bloß in diese Situation geraten bist. Die Krebse müssen vom Geruch des Grillhähnchens angelockt worden sein. Der Geruch des Grillhähnchens hat... achso. Der Geruch des Grillhähnchens hat auch Paimon hier herangezogen. Krebse sind überhaupt nicht wie du. Schau mal, sie überlegen wahrscheinlich, ob sie zuerst mich oder das Grillhähnchen essen sollen. Und hoffentlich kommen sie nicht zu dem Schluss, dass es besser ist, das frische Gericht zu essen. Eine vernünftige Entscheidung, je frischer, desto besser. Ich möchte wirklich wissen, warum du im Boden begraben bist. Stimmt! Brauchst du Hilfe? Natürlich. Natürlich nicht, ihr beiden. Grabt mich nicht aus. Hä? Paimon versteht, Paimon versteht. Wir können dich hören. Nicht so laut. Rio, gehen wir weiter. Wartet! Bitte, wartet einen Moment. Und was ist denn? Die Sache sieht so aus. Hört zu. Ihr zwei. Was ihr hier seht, ist eine neu erfundene Schönheitsbehandlung. Paimon sagte doch, du musst nicht schreien. Es ist so laut. Seid nicht so argwöhnisch. Ich bin ein vernünftiger Mensch, der diese wissenschaftliche und gesunde Methode der Schönheitsbehandlung gewählt hat. Ich habe mich aus eigener Kraft im feuchten Sand eingegraben. Geht mir bitte aus dem Weg und blockiert nicht meine Sonnenstrahlen. Dann lass uns gehen, oder? Also interessiert es euch doch. Dann kann ich nichts dagegen tun. So lasst mich euch bitte die Wunder dieser Schönheitsbehandlung erläutern. Sandwürmer und andere Tiere in der sandigen Erde können... er ist so laut, Rio. Was ist denn nun los mit dem Kerl? Seine Worte passen nicht zusammen. Irgendwie fühlt sich das komisch an. Ja, hast du eine Idee? Schauen wir uns mal in der Nähe um. Hey, ihr wollt schon gehen? Wir wollen uns erst etwas umsehen. Dann gehen wir wieder zu dir. Ja gut, los geht's. Oh boy. Ach komm.
Ach komm. Ja, jetzt interessiert es mich tatsächlich. Manche Leute würden behaupten, er hat den Chris gemacht. Er hat sich selbst begraben. Time to go. Zuerst mit Hydrokulus, danach reden wir weiter mit ihm. So schon mal nicht. Hehe. Follow the wind. So, tada! Hydrokulus. Ist hier sonst noch was zu erkunden? Ich glaube nicht. Henry! Seid nicht argwöhnisch! Das ist die neueste Schönheitsbehandlung! Okay, das war anscheinend doch noch nicht alles. Wie heißt die Quest? Hallo Morph. Na, was geht? Uff, endlich Feierabend. Was ein Glück. Ich brauche mir da keine Sorgen drüber zu machen. Ich hatte heute Urlaub. Wobei ich heute technisch gesehen doch irgendwie gearbeitet habe. Die Details erspare ich euch. Warte mal. Guten Tag. Hallo zusammen! Hey, Paimon spricht mit euch! Hallo. Das ist wirklich ein wunderschönes Wetter. Über diese Person dort drüben. Ist da eine Person? Ich weiß nichts über diese Person. Wir machen hier nur einen Spaziergang. Ja, das ist richtig. Wir sind nur zum Spazieren hier. Zwei normale Leute, die spazieren gehen. Ein schöner Tag, ein wundervoller Spaziergang. Findest du nicht auch? Ein Spaziergang ist eine ganz normale Tätigkeit. Das verstehst du doch sicher. Was? Was redet ihr denn da? Habt ihr die Hilferufe von vorhin gehört? Da drüben liegt ein Mann begraben, der fast von Gelbsen gefressen worden wäre. Hier ist so etwas passiert, wo wir unseren Spaziergang machen? Und an so einem schönen Tag? Wäre er von Krebsen gefressen worden? Das wäre witzig. Ich meine, bedauerlich. Es ist schade, dass wir das nicht zulassen können. Ich meine, das kann doch nicht wahr sein. Wenn wir das bei einem Spaziergang bemerkt hätten, würden wir es auf jeden Fall aufhalten. Ich meine, angenommen. Was genau macht ihr hier? Wir machen einen Spaziergang. Ich sagte doch, wir machen einen Spaziergang. Habt ihr wirklich nichts bemerkt? Überhaupt nichts. Ja, nichts. Außer, dass da zwei Leute sind, die unseren Spaziergang stören. Ein Spaziergang ist sehr privat. Wir mögen es nicht, gestört zu werden. Ihr solltet euch auch einen schönen Ort zum Spazierengehen suchen. Der Lucine-Brunnen ist dafür perfekt. Aber hier gehen wir spazieren. Ich meine, um die Natur zu spüren. Deshalb wollen wir nicht gestört werden. Tschüss.
Den beiden werden wir sowas von noch in den Arsch treten, das weiß ich jetzt schon. Henry! Schrei nicht wieder so, okay? Hat mir nicht gefallen. Habt kein Argwohn! Ich habe mich selbst hier vergraben! Das ist das Neueste in Sachen Schönheitsbehandlung! Rio, schon eine Idee. Ja, die zwei Spaziergänger. Die gehen offensichtlich nicht spazieren, das ist richtig. Nein, das stimmt was nicht. Schaufel in der Nähe. Man kann sich nicht so begraben, das ist unmöglich. Nein, das stimmt etwas nicht. Hähnchen? Versteckt das Grill. What the fuck? Ach so. Henry wollte das Grillhähnchen mit der Schaufel verbuddeln, wurde dann aber selbst von den Krebsen eingebuddelt. Nein. Nein! Nein, ich wollte gerade sagen, das haut nicht hin. Eine neue Schönheitsbehandlung und eine seltsame Einstellung. Aber warum musste er schreien? Er will, dass jemand anderes ihn hört. Ja, wollte gerade sagen, die zwei Spaziergänger nämlich. Schreit er, weil er möchte, dass jemand anderes ihn hört? Jemand anderes in der Nähe? Nein, schon was nicht. Ja. Ja, bla bla. So, er hat Angst vor den Spaziergängern. Richtig. Henry traut sich nicht, uns direkt um Hilfe zu fragen, weil er Angst vor den beiden Spaziergängern hat. Und Henry hat Angst vor ihnen, weil... die hätten fast Henrys Kopf gefressen oder das Grillhähnchen. Die Haut pur knusprig gebraten verstimmt ein öliges Aroma. Das sieht lecker aus. Henry wurde vergraben. Richtig. Henry wurde von den zwei Spaziergängern vergraben. Ah. Nein, das ist die neueste Schönheitsbehandlung. Ah, seit wann seid ihr hier? Wir machen einen Spaziergang. Das Spazieren ist eine Art der Bewegung. Bewegung bewirkt Verschiebung. Verschiebung hat uns hierher gebracht. Habt ihr das gemacht? Und wenn ja? Hunter, jetzt erinnere ich mich. Schau ihn dir genauer an. Ja? Es ist derjenige, den er erwähnt hat. Er darf auf keinen Fall provoziert werden. Geht's gerade um mich? Stimmt. Was redet ihr da? Nichts Besonderes. Wir machen nur einen Spaziergang. Ach, halt die Fresse. Ich knall euch gleich eine. Richtig, wir machen nur einen Spaziergang. Wenn es sonst nichts gibt, werden wir einfach woanders spazieren gehen. Was? Ihr müsst mir nichts Schlimmes antun? Die Lektion sollte genug gewesen sein, wenn du verstehst, was ich meine. Welche Lektion? Nichts. Ich meine, Grillhähnchen ist gefährlich und kann zu Problemen führen. Nimm das als eine wertvolle Lektion. Gehen wir. Aber das Grillhähnchen, Debord. Vergiss das Grillhähnchen. Wir sollten weitergehen. Danke euch, danke! Ich wusste, dass ihr versteht, was ich meine. Es scheint wirklich so zu sein, wie Rio es gesagt hat. Wir graben jetzt Henry aus. Aber es ist eine anstrengende Arbeit, also nehmen wir das Grillhähnchen. Was?
Ah, ich kann wohl nicht Nein sagen. Es hat eine Weile gedauert, bis ihr Henry aus dem Sand ausgegraben und aus dem Fass geholt habt, in dem er war. Oh lol. Die haben ihn in ein Fass gesteckt, das Fass vergraben? Frechheit. Du fängst mit Paimon an, das aromatische Grillhähnchen zu essen. Henry sieht hungrig aus, aber er hält sein Wort und seine Würde und verlangt nicht danach. Paimon hat Henry aber verstanden und bietet ihm das Grillhähnchen mit ihm zu teilen. Ja. Die äußere Haut ist knusprig gebraten und duftet nach Fett. Äußerst köstlich. Freiheit! Ah, süße Freiheit. Nicht so duftend wie Grillhähnchen, aber trotzdem süß. Was bedeutet eigentlich dieses Schild in deiner Hand? Hm? Das hier? Das bedeutet Protest. Protest wogegen? Naja, wie soll ich es sagen? Die Leute, die mich begraben haben, wollen nicht, dass ich fleißig arbeite, deswegen protestiere ich. Hä? Ach was! Wer sollte denn nicht wollen, dass du fleißig arbeitest? Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Ja, natürlich! Das kann ich auch. Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Was? Ach! Du! Wir reden über etwas anderes. Na gut. Was ist denn mit dem Fass los? Ist das auch Teil des Protests, ein Fass am Körper zu tragen? Hä? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sie haben mich in dieses Fass gesteckt, bevor sie mich begraben haben. Was für ein schlechter Scherz. Aus welchem Grund haben diese Leute dich denn begraben, Henry? Weil diese Leute böse sind. Sie haben mich ohne Grund entführt und im Sand vergraben. Diese Leute, sie wollen mich tot sehen. War es wirklich völlig ohne Grund? Ja klar. Sie haben mich im Sand eingegraben. Wenn sie mich nicht tot sehen wollen, hätten sie mich doch nicht im Sand begraben. Nun, an dem, was Henry gesagt hat, ist etwas Wahres dran. Rio, siehst du das? Keine Ahnung, wofür diese Maschine gut ist. Jedenfalls scheint sie nicht mehr zu funktionieren. Hat sie etwas mit dem Ganzen hier zu tun? Das war's. Bevor sie ihn begruben, steckten die beiden Spaziergänger Henry in ein Fass. Die Haut knusprig gebraten verstimmt ein öliges Aroma. Sehr lecker. Wir hätten fast Henrys Kopf gegessen. Oder das Grillhähnchen. In dieser Situation hat das Fass verhindert, dass der Sand auf seine Brust drückt. Dadurch ging Henry nicht die Luft aus. Das heißt auch, dass die Spaziergänger Henry nicht umbringen wollten. Dann haben sie das also getan, um einen Gaumenschmaus. Aber Henry ist eingegraben und kann nicht essen. Vielleicht ist das der Grund, warum ihm ein Grillhähnchen vor die Nase gesetzt wird? Ach so, sicheres Begebnis und ein Gaumenschmaus. Ja, okay, I see. Lektion. Sie sagten etwas von einer Lektion erteilen, bevor sie gingen. Die Lektion besteht also darin, Henry unversehrt einzugraben und ihn hilflos auf das Grillhähnchen starren zu lassen. Aber warum Henry eine Lektion erteilen? Weil er die Maschine zerstört hat. Wenn man sich nur die Hinweise vor Ort anschaut, ist das vielleicht der Grund. Ah. Henry mit Grillhähnchen fangen. Okay. Krabben mit Henry fangen? Ach so, sie wollten Henry benutzen, um die Krebse anzulocken. Maybe. Wenn es Paimon ist, könnte sie wirklich in diese Falle getappt sein.
Was? Also, wollten sie mich gar nicht töten? Ach, ich kann es wohl nicht vor dir verbergen. Es stimmt, ich habe die Maschine sabotiert. Aber warum hast du sie denn sabotiert? Natürlich, weil früher führte ich ein sehr ärmliches Leben und war jeden Tag traurig. Dann lernte ich einen sehr netten Kumpel kennen, der mir gesunde Getränke gab, die mich stimulieren konnten. Er war sehr nett zu mir, also wollte ich es ihm zurückzahlen. Dann kam endlich eine Chance für mich. Mein Kumpel stellte mich einigen reichen Leuten vor und bat mich, ihnen zu helfen. Es waren alles kleine Aufgaben, wie das Sammeln von mechanischen Teilen aus dem Forschungsinstitut Fontaine. Im Gegensatz gaben sie mir eine Menge Geld. Klingt nach einer guten Arbeit. Absolut. Diesmal ließen sie mich diese merkwürdigen Maschinen finden, die Kerne herausnehmen und ihnen bringen. Natürlich muss ich hart arbeiten. Einerseits, um es meinem Kumpel zurückzuzahlen und andererseits, um Geld zu verdienen. Doch diese Kerle. Es gefiel ihnen nicht, wenn ich hart arbeitete, um Geld zu verdienen und mein Schicksal in die Hand zu nehmen. Also geboten sie mir Einhalt und warnten mich davor, ihnen diese wissenschaftlichen Präzisionsteile zu geben. Aber ich blieb hart. Ich habe nicht nur die Arbeit angenommen, sondern auch gegen ihre Brutalität aufgelehnt. Dann, wie ihr sagtet, wurde mir eine Lektion erteilt. Oh, das ist wirklich schade. Ist denn die Arbeit tatsächlich so einträglich? Selbstverständlich. Darum wollte ich euch vorher nicht verraten, wogegen ich protestiere. Aber immerhin seid ihr ja diejenigen, die mir das Leben gerettet haben. Es ist ja nicht so, dass dein Leben in Gefahr ist. Andererseits scheint mir, dass ich es nicht für euch verheimlichen kann. Also kann ich es euch doch auch einfach sagen. Lasst uns doch einfach Partner sein. Also auf dem Land und unter Wasser haben Leute eine Art von seltsamen Maschinen aufgestellt. Du kannst sie an dem sonderbaren Lichtschein erkennen, der sie umgibt. Zerstöre sie und bring mir die besonderen Kerne darin. Insgesamt brauche ich 7 davon. Anschließend teilen wir uns die Belohnung hälftig. Abgemacht? Wofür sind die Maschinen? Sie kann die Umwelt schädigen und ist eine höchst abscheuliche Maschine. Auf welche konkrete Art und Weise kann sie denn der Umwelt schädigen? Woher soll ich das wissen? Ich arbeite nicht am Forschungsinstitut Fontaine. Jedenfalls muss sie schlecht für die Umwelt sein, wenn sie Anomalien erzeugt. Ja, ganz verkehrt klingt das nicht. Jedes Mal, wenn wir bei unseren Abenteuern unterwegs ein unerklärliches, übernatürliches Phänomen sehen, passiert irgendwas Schlimmes, das wir in Ordnung bringen müssen. Leo, los, wir helfen Henry. Ja, dann ist es abgemacht. Bring mir 7 Kerne, dann können wir zusammen ein Vermögen machen. Okay. Nö. Auf zu Navia und Co. Wir springen wieder zwischen den Zeitquests, das ist wundervoll. Well, we've walked far enough for now. Let's take a break. Mhm. Since we're out for a walk, we shouldn't stress too much about the destination. I've grown old, so I'm not as fit as before. It's a good thing that at least my work down in the fortress was quite the workout. Well, Paimon thinks you're doing great. We didn't have to slow down for you at all. Back in the days before the Aquabus lines were built, we often had to hike north with our goods, then catch a boat to the court. Malus and I must have traveled this way hundreds of times. When we were tired, we would lay down for a while on the grass, and when we were hungry, we'd catch a fish or two. The Spina was still on the rise back then. Mr. Callus was generous, and everyone had the chance to strike it rich. So, of course, we all worked really hard. And now, in the blink of an eye, the Aquabus lines have been built, and this road has fallen into disuse. Ich denke aber nicht, dass es etwas Schlechtes ist. Oh, I know. I was just being a little nostalgic. Then let's stay here a bit longer. Anyone want snacks? Oh, is this another chance to try some of Navia's macarons? Paimon's been dreaming of them.
Yep, I figured you wouldn't say no to a few more. Oh, wait. Let me check if I have all the ingredients. Malus and Silver used to take care of tasks like this. Okay, the stove's looking good. And as for the ingredients, seems like we're all out of flour and sugar. The two most important ingredients of all. Soll ich was besorgen? Soll ich dir was leihen? Oh, would you? Oh, but it would be too much to ask you to go on a trip just for those. We should contribute to making the macaron too. Don't worry, we cook out in the wild all the time, so he should have some stuff on hand. Oh, that's great. Then I'll leave the ingredient gathering to you. As long as we have some sweet flowers and wheat, I can start the baking. Then I'll go look for some boxes nearby for a makeshift table and chairs. Great. Then I'll prep the stove. Let's get to work, everyone. Den Leuen, Melus und Silber. Wer eint? Erstmal was zubereiten. Ah, how did it go? Did you find the ingredients? Mhm. Ein Weizen, eine Zuckerblume? Willst du mich verarschen? Lächerlich. You've all done your part. Just leave the rest to me. Whoa, these macarons look and taste magnificent! Your cooking is as good as ever, Navia. Boss's baking skills have always been famous. Everyone in the Spina knows how exceptionally talented she is. Oh, it's just a hobby. There's no need to praise me for it like that. Have you two seriously never considered joining us? You're so close to the boss, and she obviously trusts you with all her heart, so... Oh, das ist ein guter Punkt. Du willst mich echt von der Abenteuergilde abwerben, was? Was it that obvious? I just thought you would be a great fit, that's all. You just happened to walk in on our little reunion. It's actually been quite a while since we last spent time together. Oh ja. Adventurers never stay in one place for long. The name of Spina di Rosula would just tie them down. Besides, after everything we've been through together, I'm sure our hearts would remain intertwined even if we found ourselves on opposite sides of the world. Ja. Even if Paimon was far beyond the horizon, she'd still remember the delicious taste of Navia's macaron. I understand now. Then I am very lucky indeed to have been graced with the chance to meet the two of you. Oh ja. I will endeavor to make the most of this short yet fortuitous encounter, and enjoy every moment we spend together. We've got no wine with us, but let's still toast with water, in celebration of this moment. Ah. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Ich dachte, ich hätte gerade etwas gehört, aber... War es nur ein kleines Tierchen? Cheers! Hey, what are you doing? Quick, join in on the toast! Natürlich. Zum Wohl. May your travels go smoothly, may the Spina continue to grow, and may our friendship last until the end of time. All set? Let's move out then. I asked some old acquaintances in town to make Adele's uniform, so we should be able to pick it up right away. People spied on us. Adele. Adele, Helene. Hey there, Ludovine. How's business lately? The demoiselle
Mademoiselle of Spina de Rosula. I must say, your generous patronage is the one thing keeping me from going bankrupt. Nonsense. We all know what a talented businesswoman you are. No, and don't forget, she's the boss now. My mistake, my mistake. I just got so used to calling her Demoiselle. Are you here for the uniform? Yep. I forgot to drop by earlier when I was running errands around here. I didn't expect Demoiselle to come and pick it up in person. It's just a uniform after all. Any of your folks could have come instead. Navia's always liked to take even small things seriously. Oh ja. Hey, that's not the only reason I'm here. We mostly just needed a walk to clear our heads. There are few things more uplifting than taking the first step on a new journey. Boss has got a point. Going on a trip with friends is always better than staying cooped up at home. Very well. Please, wait here while I retrieve the uniform for you. Can someone remind Paimon again why Adele wants to join the Spina? She hasn't given me any concrete reasons. All she says is that she really looks up to me. After we cleared her father's name, she became a lot more cheerful and outgoing. It's probably because she now knows for sure that her father was never a bad person. She said she used to be terrified of Papa, so as a result, she found all the rest of the Spina super scary as well. But the Spina is very different now. She mustered up the courage to talk to me, and felt like I could really understand her. Ihr beide hattet mit ähnlichen Umständen zu kämpfen, ja, das stimmt. Yeah, you could say that. By uncovering the truth about the case, I was able to give her closure at the same time. She said that she wanted to become someone like me. Someone who could lend a hand to others, instead of standing still and waiting for others to help her. From the sound of it, she'll be a wonderful addition to the Spina. I think so too. But for now, let's focus on giving her a great atmosphere to grow and thrive. She can commit to us once she's older, and can really make that decision for herself. Who is spying on us? Show Is you. something up, Traveler? Folgt mir. Huh? Tailing? Oh, Paimon's coming. I'll go check it out too. Coulter, please hold on to this for me. All right. Paimon saw them too. They headed up. Stop right there! Freundchen. We knew you were going to be difficult! Seems like if we want them to talk, we're gonna need to teach them a lesson first. Brothers, there's no need to skulk in the dark anymore. Let's take them out! Cute. Feeling lucky? Ah! Cha! Natürlich ihre Signaturwaffe. Rain outlines your fate. There is no escape. Hiya! Hey there! Fire! Well, with rocks. Komisch. Now, talk. Who are you? And why were you tailing us? Don't think we'll let you off easy if you keep silent. Sei klug und mach dir keine Illusionen über eine Flucht. Wir haben Leute im Gericht und auch und im Fort. Ja, das ist wahrscheinlich die Illusion of Choice. How did it go, boss? Are any of you hurt? If you thought they stood any chance against us, you were sorely mistaken. Anyway, stop playing tough and start talking.
there won't be any room for negotiation once the Maison Gardiennage gets involved. We're looking to get vengeance on Spina di Rosula. We were discovered and can't beat you in a fight. We admit it. We lost. Get revenge? Wait, you're not Romeu's followers, are you? You actually know that name? But if you do, then surely you should understand why we hate you so much. Indeed. You haven't got the faintest hope of winning right now. We were out drinking when we saw Navia. We got so angry we decided to follow you guys and look for an opportunity to really mess up your day. Too bad you guys messed up ours first. Das ist eine Lüge. Huh? Er hat den ganzen Tag, den ganzen Weg hier gefolgt. You're pretty sharp. But so what? We didn't do anything. And now it should be pretty obvious that we can't do anything to you anyway. Seeing you like that just really ticked us off. And we let the drink go to our heads. Listen, Callus is long dead. No matter what happened in the past, I want to be able to start things anew. I am the current president of Spina di Rosula. If your boss wants to talk with me, I'd be happy to meet with him. I won't press charges for your attack. That should also help demonstrate my sincerity. I understand. Thank you. I'll let our boss know. But if you so much as think about pulling something like this again, I won't be so lenient next time. Understood? All right. We get it. Come on, let's go. Are you sure it's okay to just let them go like that, Navia? I don't want to inherit my father's grudges, too. Moreover, when it comes to the Aquabus, I don't think what my father did was entirely correct either. If the other side is willing to talk, I'm happy to open the door for a reconciliation. Opportunities for new beginnings are all around us. I support Boss's decision as well. The concept of an eye for an eye is a primitive practice that has no place in today's Spina di Rosula. Yes. Richtig. Plus, we already know that they're strapped for cash. If their financial situation is that dire, they don't have what it takes to challenge us. So this may be the best time to talk. I still think we should keep an eye out for Romeu's folks, though. If he decides to ignore the warning I gave his men, then we could still have a fight on our hands. Easy. Yeah, those guys definitely didn't look like big fans of yours. I'd rather things not go that far, since, though we haven't talked to each other for years, once upon a time we were all a part of the Spina di Rosula family. Yep, that's how I feel as well. Anyway, now that we've sent them packing, we don't have to worry about those guys anymore. It's getting late already, so why don't we stay the night in the Fleuve Cendre? We can head back to Poisson tomorrow. I'll also ask someone to write Florent a letter and inform him of everything that happened here today, so he can increase security around Poisson and be on guard against any suspicious individuals. Do we have to stay in the Fleuve Cendre again? Even the pillows there smell like seaweed. Sorry, that's just what happens when you live near water and don't get much sunlight. Poisson's pretty much the same though, so I've long since gotten used to it. We can still go out in the evening for some grilled fish and drinks though. Bet you there'll be people singing sea shanties too. How does that sound? Jetzt, wenn man diesen Dialog hört von ihr. Da guckt man sich sie an und denkt sich so, eine wundervoll edle Frau. Wahrscheinlich riecht sie auch genauso. Und dann hörst du das und denkst dir so, wait. So. Oh Gott. I don't know why, but something smells fishy in here. Oh, that's me! I'm sorry. Ah, okay. Huh. That does sound pretty cool. Okay, Paimon's on board now. Let's go!
Paimon wants to sing too! Na dann, auf nach unten. Auf in den Untergrund. Wupp. The waterway here is too narrow. Then let's build a smaller boat. Die Jungs, die im Untergrund leben, sind die schon ganz cute. Warte mal, hier oben ist ein Restaurant. Achso, über uns, oder was? Ah, okay. Das ist das Restaurant, alles klar. Restaurant. Consigliere. Welcome to the underground. Coming back here really does feel like this place is starting to grow on Paimon. If you think about it, it would be kind of weird if the Spina's base at the court was some super luxurious building like the Palais Mermonia. Ja. Totally. Right on the money, Paimon. Although, of course, with the continued growth of the Spina, Papa wanted Poisson to eventually grow into a metropolis, not unlike the court. He was a very ambitious man, who rarely looked behind or beneath him. For better or worse, that always made him stand out from the crowd. And that's also why people hated him just as much as they loved him. All right. Why don't you go wait for me at the restaurant? I'll go do some prep and I'll get someone to tidy up your room while I'm at it. You can use the same room as last time. You still remember the room number, yeah? Yep. Kinda hard to forget when there are only so many rooms here after all. Oh, did I just hear someone taking a dig at Fleuve Cendre? I'll tell my guys to stuff your pillows full of actual seaweed right now. Oh, Paimon, sorry! Please have mercy, Navia. If you do that, then Paimon really won't be able to sleep at all. I was just kidding. Be on your way now. Mein niedliches ja schon, was das betrifft, ne? Hallo Forstier. Guess I'm finally on the right path. Say what you mean. I really need those parts. What's taking him so long? Ein Untergrunderfinder namens Hugues Tetron, der Wirt. I guess I'm finally on the right path. Du genießt ein fantastisches Essen, deine wunderbare... Ja, okay. Hello? Are you asleep yet? Oh no, not at all. I just figured that since we don't get to enjoy nights like these very often, we should try to enjoy it to the fullest. Ah, Wanna go fishing? I've got some rods and lures ready. Oh, so that's the prep you were talking about. Sure, we'll come. ah. Hopefully I didn't wake you or anything. Don't worry, you don't have to do any actual fishing if you're too tired. Just think of it as keeping me company. How does that sound? Okay, let's go.
To the fishing spot. Sie brauchen einen Bodyguard. Oder sie denkt sich, wir sind auf einem Date. Das ist natürlich auch möglich. Ernsthaft dort? Oh, dringend dort ein Teleporter. Jetzt habe ich wieder wie bei Zelda, also bei Zelda Majora's Mask versucht, aus dem Wasser zu springen wie so ein Delfin. Kiste! Oh wow, dass das Ding instant hochgeht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, I see. Ich meine, not gonna lie, diese Rätsel sind schon ganz cute. Und ich werde die letzte Silizien. Illusion shattered. Into the wind. Fallen leaves. Adorn. Wheel of life. Inazuma shines eternal. Stirb, Tröpfchen. Möbel. Geborener, okay. Warte, was? Hold on a minute. Was war das gerade? Egal. So, kein Bock mehr auf Haushalt machen. Ich mach's mir mal am Sofa gemütlich. Macht it, Morph? Hashtag Glück. Oh. Jetzt dachte ich, der bleibt aktiv dabei, aber nö. Große Kiste.
Jetzt mal ernsthaft, was ist neugeborener Okeanus-Dingsbums-Baum? Was Mriti? Jetzt auf der Sommerschulfigur. Lungenstichling, lila Schmetterlingsfisch. Warte mal, das ist ein Dropmaterial, was ich gerade gekriegt habe vielleicht? Ah, neugeborener Okeanospuk. Ein Dropmaterial, was wir noch nicht kannten. Verstehe. Auf zur Angelstelle mit Navia. Das schreit doch schon nach Date. How can you call this fishing when you're using a fully automatic rod? Mm-hmm. What's the problem? Lots of people in Poisson use rods like these. But shouldn't fishing be all about, you know, attentively watching the float and then excitedly reeling in the catch when you finally hook something? Well, that's one way to enjoy fishing. What do you think, traveler? Tatsächlich. Then let's try regular rods next time. We can have a real fishing competition. Honestly, Paimon's mainly shocked at how much energy you still have at this hour. Usually by this time of night, it's a struggle for Paimon to even keep her eyes open. Du bist ja auch. It might just be something that runs in my family. That's a thing? I'm sure you'd get even sleepier if I delved more deeply into it. Anyway, I was just thinking about how grateful I am to my mother, as well as the rest of the Spina. Ich wollte gerade sagen, warum ausgerechnet die Mama? My father always had a lot of unrealistic expectations for me. But the more that he tried to get me to become like him, the less I wanted to listen to what he had to say. My mother never had those kinds of expectations, though. I've heard that she had only one wish for me, which was that I would have a happy and secure childhood. All the members of the Spina greatly respected her wish, so no matter what I did as a child, they were happy to humor me. Can you imagine? Whenever my father wanted to scold me for something I'd done, everyone would form up into 2 rows and just stand silently and listen to him rant. Malouse and Silver were always there too. No matter what Papa yelled, nobody else would say a word. Eventually, Papa must have recognized scolding me over trivial matters was pointless, because he eventually stopped getting on my case so often. Paimon would have never guessed. Yeah. Looking back on it now as an adult, I can hardly believe how patient and kind everyone was. When I was young, I often thought that I could do whatever I wanted, because there'd always be someone there to clean up after me. But once, I saw Malouse come back wounded. He wouldn't tell me how he'd been injured, but I could tell it had something to do with me. I learned then that there's always a cost to making a mistake. The more you care about those around you, the more you should care about doing the right thing to the best of your abilities. Because if you do falter, there'll inevitably come a time when you'll have to face the consequences. And when that time comes, those most precious to you really will throw themselves in front of you and pay the price for your mistakes. Sorry. I shouldn't have brought that up. I wasn't planning to talk about sad things tonight. Basically, I was just saying that the nurturing atmosphere of the Spina must have been my mother's legacy, rather than my father's. And if that's the only way that I can continue to feel her love, then I'd like to pass that warmth on.
Is that why you let those guys go today? Mm-hmm. Although, maybe there's a part of not wanting to repeat the mistakes of the past. I want to be reasonable, at least. Hey, look! I think you've got something on the line! But why isn't the rod automatically reeling it in? Oh, there must be something wrong with how I installed the mechanism. It was my first time putting one of those rods together. We can't let it get away. Come on, you two. Let's catch it. You want Paimon to help too? Okay. Was haben wir denn für was macht eine Route einen Fang nach dem anderen? Während Navia aus irgendeinem Grund keinen einzigen Fisch an den Haken zu bekommen scheint. Das ist belastend. Navia ist ziemlich verärgert über ihr Pech, aber erst als ihr euch auf den Rückweg macht, entdeckt Paimon den wahren Grund dafür, warum kein einziger Fisch angebissen hat. You didn't attach a hook to your line? Stop wasting time! The boss ain't gonna wait all day. We'll go ahead with the operation tomorrow. Do with that information as you wish. Wait. Well, your rod was missing a part too, so I guess that makes it fair. Well, if we're just talking about the number of missing parts, sure. Oh, never mind. Paimon really can't keep her eyes open anymore. All right, go to bed. I had a great time today. Bis morgen. See you tomorrow. So how was last night? Did you get a good night's sleep? Paimon dreamt that she danced with the sea stars, so you could say it was stellar. Ah ja. Huh. Und woher hast du das eigentlich? I didn't know you had such a great sense of humor. Uh-oh. See, this guy gets it. Anyway, let's head out. I'll arrange for a boat to take us back to Poisson. I'm sure Adele will be happy to see you two again. Paimon hopes she'll really appreciate your gift. I hope so too. Klar, die andere Route kriegen wir auch noch. Eine vollautomatische Angelroute, deren Konstruktion die reiche Erfahrung des Fischerhandwerks in Poisson und die komplexe Uhrwerkstechnik vereint. Ist sie erst ordentlich zusammengebaut, können trotz ihrer enormen Größe sogar absolute Anfänger mit ihr große Fische fangen. Das bedeutet natürlich nicht, dass diese Route für jeden gleichermaßen geeignet ist, denn schließlich besitzt sie eine komplizierte Mechanik und benötigt gründliche und ausgiebige Pflege. Andernfalls, kann die Angelrolle ihre Beweglichkeit verlieren oder der Angelhaken lose werden und ähnliche Störungen eintreten. Bedenkt man die hohen Kosten für das Einüben der erforderlichen Wartungsroutinen, erscheinen die traditionellen Angeltechniken bei besonderer Abwägung als mögliche Alternative zu diesem Gerät. Ja, wundert mich jetzt nicht. Der Faktor, dass Colton gerade mit den Jungs geredet hat. Von dem ehemaligen ehemaligen Freund von Carlos. Macht mich stutzig. Was Coltons eigentliche Intention hier ist.
Adele, we're back! We brought you a gift from the court, too. Oh, thank you so much, boss. Don't call her boss, okay, Adele? Just Miss Navia would be fine. Oh, it's all right. I don't mind. Besides the gift, I've also got another surprise. Guess who's here? It's been a while. Hi. Oh, it's you two. It has been a while indeed. Thank you so much for your help on Jacques' case. No problem. I've heard that you also helped save all of Fontaine. You're truly just like the great heroes of legend. Huh? You're really amazing. And if Miss Navia's your friend, then she must be super amazing too. What's in this thing? Can I look? Ja. Of course. Go ahead. Oh, it's a Spina di Rosula uniform. Is it for me? But isn't it a bit big? Well, it's a gift for future you. When you first told me that you were interested in joining the Spina, I was overjoyed. But it's the Spina's responsibility to protect everyone as well. Being a member means becoming involved in all kinds of dangerous situations. And since you're still young, I don't want your mom to have to worry about your safety. So I turned you down then by telling you that you'll have to wait until you're older. But this uniform is a promise that you can join us once you're old enough to wear it. Oh, so that's it. Well, thank you so much, Miss Navia. I'll work hard and grow up as fast as I can. But you can't really is grow up cute. faster by working hard. You've got to be patient. Everyone, I'm really grateful that you remembered my daughter's wish and took it seriously. Thanks to the protection of the Spina, even though her father's no longer with us, we've still felt plenty of warmth and security. Oh, it's the least we could do. As long as you live in Poisson, even if you're not an official member, you're still part of the family. Boss! Ha. Fällt gerade was auf, was ich vergessen habe? Jo. Warte mal. Whatever you wrote as a Rizzy, I can't read it. But hi. Welcome. Huh? Is something up, Florent? I've got something urgent to report. Romeu and his folks have gathered outside Poisson and even shipped in a huge pile of explosives. What? Explosives? What do they want? It seems like they've been planning this for some time. We started investigating as soon as we received your letter yesterday. But Romeu and his folks must have gotten wind as well, because they abandoned their former posts before we could even check on them. We investigated their tracks and found out that they're after Poisson. Could they have smartened up since we caught them red-handed at the court? Seems like they've got no interest in sitting down and talking at all. We should have gone straight to the Maison Gardiennage. Sorry, I underestimated the situation. Well, too late now, I suppose. Florent, where are they keeping their explosives? On the hill to the east of Poisson, near the Clementine line. Die wollen die Clementine Line hochjagen. They want to blow up the Clementine line? Certainly sounds like it. Romeu and his followers hate the Spina and everything to do with Callus. And the Aquabus was the source of their contention. If they manage to blow up the Aquabus line, all that rubble will come crashing down the hill and straight into Poisson. Are they insane? There's tons of innocent people in Poisson! Yeah. If they've been planning this for ages, they're definitely not going to let this opportunity slip by. We have to issue an evacuation order to the townspeople and get them as far away from the entrance as possible. That should save them from the worst of it.
Let's get everyone onto our ship. That should be the safest place. Ja. My dear partner, can I leave the Clementine line to you? Oh, auf jeden Fall. If the explosives do go off, not only would the people of Poisson be in danger, any Aquabuses using the line would plummet to the ground. Let's stop their insanity first, then settle the score with them. Leave it to us, Navia. Please stay safe too. Die Spina immer. Let's go, you two. We've got to act fast. Miss Coralie, please take Adele to the ship. Watch out, boss! What do you think you're doing, Coulter? I thought all the annoying little hindrances had left, but I still couldn't get rid of you. You mean this was all a trick? So that you'd be left alone with me? Coulter, are you with Romeo too? Oh. I get it now. You knew about their plans all along. You only told us they were doing badly so that we'd drop our guard. Not quite. Though I share their positions on some issues, I've never cared for his more radical ideas. And that's because, out of the entire Spina di Rosula, I only hate you. Only you, Navia. You better stick close to me. Romeo promised me that he would leave Poisson alone if I could just take you out. But it was like you were glued at the hip to that pesky traveler. You never gave me a chance to make my move. Romeo has lost his patience. I didn't have to be here today, you know. But I swore that I'd kill you, even if it meant being buried with you in the rubble. Why? Only someone as clueless about the past as you would ask such a foolish question. You never saw the heyday of Spina di Rosula, nor did you ever live through the golden age of Poisson. But I saw it all with my own eyes, and then I had to watch it all die, little by little. And it was all because of you, Navia. Clementine died because of you. Callus died because of you. Malus and Silver died because of you. And so many more dead. Everyone dead, all because of you. So the shock and grief you showed us before, that was an act too? Now you're catching on. I heard Malus was dead the moment I got out. Did you know? Down there in that blasted fortress, I spent a long time thinking about what happened and resolving to apologize to Malus as soon as I got out. Back then, because of that Aquabus, we had a huge fallout. I was convinced that all he cared about was loyalty, and that he had completely lost his capacity for critical thinking. The years passed by in a blur after that. I thought I had finally begun to understand him, and that he could help me relive the good old days again. But then he died, and it was because of you again, Navia. It's always because of you. I once loved the Spina and Poisson more than anyone else. But what is left now of either besides death and ruin? You've single-handedly destroyed everything that was beautiful. Everything I've ever loved. Don't listen to him, boss. He's just spouting nonsense. Have you ever considered that maybe the people around you don't actually care about you at all? Have you ever considered that maybe you only get respect because you're Callus and Clementine's child? That you've never done anything worthy? That you're just a big nothing? Have you ever considered that maybe people don't stay in Poisson because of you, but only because they have such beautiful memories of the past before you came? Cool your Jets, mate. So. Also. Ich will es jetzt nicht hochloben, unsere werte Navia, ne? Sie hat ihre Höhen und Tiefen, ne? Hat sie uns vorhin ja auch schon erzählt. Als Kind war sie echt anstrengend.
Aber wenn sie eins kann, dann ist es zu ihren Leuten stehen. Und auch alles Mögliche versuchen, um sie zu beschützen. Sofern sie es kann. Und das ist der Credit, den du ihr lassen solltest. Because if you do falter, there'll inevitably come a time when you'll have to face the consequences. And when that time comes, those most precious to you really will throw themselves in front of you and pay the price for your mistakes. Also der einzige richtige Schritt an der Stelle von Navia wäre eigentlich zu sagen, dass, wie heißt er nochmal? Folter? Oder so? Pass auf die Kleine und ihre Mutter auf. Ich komme mich um den Typen. Ich stelle mich um den Typen. Das ist die einzige Möglichkeit an der Stelle eigentlich. Yeah. Looking back on it now as an adult, I can hardly believe how patient and kind everyone was. Okay, der ist jetzt schwierig, der Punkt. But is that really why they support me? Is their kindness real? Navia, don't. Shut your mouth! I, for one, really like Miss Navia. And my mom loves her too! I don't know how to explain it, but I like her. And that's that! Das ist der Vorteil an Kindern. Straightforward. I'm sure Mr. Malus would be extremely disappointed in you right now. You've somehow managed to pin the blame for every mistake and tragedy in our history on the boss herself. Get out of the way, Florent. I don't want to hurt you. You're gonna have to. Nein. Boss, there's no time for this. Stop hesitating and get out of here before you get buried. Maybe you think you're being the realist by painting the history of the Spina and Poisson like this. But the love that I felt from everyone was just as real. I felt it. They've helped me get to where I am. And even now, I will continue to believe in that love. So let me show you just how much I love the Spina di Rosula. Arschtritt-Alarm! Coming at ya! Ha! Oh! Ah! Ha! Coming at ya! Feeling lucky? Fire! Well, with rocks. Coming at So. Florent, I'll leave the town to you. Summon the other members and help with the evacuation of the townspeople. If you find any of Coulter's accomplices, subdue them quickly, and don't give them the chance to harm any ordinary civilians. I can't allow my partner to face the danger on the Clementine line alone. Got it, boss. I'm on it. Are you okay, Navia? I don't know, but I have to go. Okay. Let's hurry up there. We have to protect the Clementine line. Mhm. If they're gonna blow up the waterway, they must have planted the explosives next to the support pillars. Mhm. Body and mind. One with nature. Dullis. No, my sword! Rain cutter! Dullis mit ziemlich viel Power. Niemand überlebt so lange von den Fast. stinknormalen Grabräubern. Yeah.
Das sind Buff-Grabräuber. Into the wind. Life goes on. Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. Shine down. They certainly brought a lot of muscle. They're really slowing us down. But if we're meeting resistance, we must be heading in the right direction. Now you shall perish. Jetzt bin ich am Punkt angelangt, wo ich keinen Vertrag mehr mit euch los. Wind strider. There is no escape. Oh, da kam This gerade must was. be the explosives, right? And this is the control mechanism. How can we disable it? Oh, Paimon's too scared to touch any of this stuff. Da ist ein Schlüsselloch. Huh? There's a strangely shaped hole here. What is it for? Oh, that certainly sounds possible. Maybe one of the people we just beat up has the key. Okay, you take this side, Paimon will take the other. Let's see what we can find. Mhm. Oh, you found it! That's amazing! Let's turn off the device right now! We're running out of time! Schlüssel rein und abgeschaltet. Hoffentlich. That should do it, right? Navia and Florent should be able to relax now. Oh, you're right. They could have set explosives elsewhere, too. Let's go. Mhm. They're gonna bury Poussin! Great work, partner. Just leave the rest to me. Watch out, Navia! You can't block them all! Block. I'm doing this the Spina way. I heard from Thierry that even they're your enemies now. They were once a part of Spina di Risula. Do you plan to settle this privately with them? I have nothing more to say to them. Regardless of whether their hatred and anger towards me or the Spina was justified, anyone who's willing to endanger innocent civilians is no longer sane enough to even be worth trying to talk to. Please prosecute them in accordance to the law. Spina di Risula will not raise any objections. Sounds good. We're very appreciative of your help.
Without it, the consequences would have been far worse. All right, this operation is a wrap. Take him away. We won, Navia! We saved everyone! And you were so cool! Yeah. Luckily, we were just in time. Also, geile Cutscene, den Elementary Switch mittendrin. Why the fuck not? Maybe some Gameplay Feature we will face sometime? Ah, ich weiß nicht. Aber Navias Aktion war schon cool. Ich kann aber verstehen, dass die komplett im Arsch ist, ne? Also, das war Respekt. It's probably because I expended too much elemental energy at once. I'll be fine. Don't worry about me. But you usually glow up whenever other people compliment you. Paimon's not used to seeing you like this. Boss, we managed to catch all the infiltrators in the town. The Maison Gardiennage is taking them away as well. Seems like Romeu really went all in on this mission. If he sent literally everyone he had, though, that also means we've caught them all, too. We won't have to worry about them from now on. Got it. That's good, at least. Coulter, I can understand how you feel. The things that we lost, they're forever beyond our grasp now. And that makes them appear even more precious. I am not callous, and I will also never become him. The Spina and the Poisson that you loved are both gone. But I will not change how I feel about our future. I still believe that this is a great opportunity to start anew. I will spend more of what the Spina earns on the betterment of Poisson. What's more, I'd also like to propose some changes to the Aquabus routes, so that one day, the people of Poisson will enjoy the boons it brings as well. I know what you're trying to say. Mr. Callus would never have said anything like that. There are too many things in life that are just beyond our control. In that, we are the same. Henceforth, you are no longer a member of Spina di Rosula. But once you're discharged from the fortress again, you're welcome to pay another visit to Poisson. Thank you, Navia. Huh. As I thought. Boss really is a kind and gentle person. She is also, I must say, a truly unlucky person. Thank you for protecting the Clementine line. I was actually really scared, you know. I mean, even the Callus line won't be getting rebuilt anytime soon. If I'd lost the Clementine line too, I wouldn't know how to live with myself. A name is a way to etch a memory onto the world. Losing the line that bears her name, that I can see every day, would be like losing my mother all over again. Seeing it still standing there, tall and proud, it makes me really happy. What happened while we were gone? Honestly, you look more upset than tired or anything. Just give her some time. Thank you so much. Can you give me a hand? I really don't have much strength left. Traveler, I want to ask you something. And please, tell me the truth. Do you really see me as your partner? Of course. Warum? Sorry, aber warum war das schon wieder in Anführungszeichen? Ha? Heuer was?
War das ein Versuch, es zu entschippen? Oder war das ein Versuch, den Chip noch intensiver zu machen? Explain yourself, Hoyoverse. Explain yourself. This is sus. That's good then. Hearing that, it brings me more relief than I can say. How do you feel, Navia? Any better after taking a break? I feel quite a bit better. But I should probably still rest for a few more days. Sorry, partner. I said some weird things earlier. Feel free to just ignore me. Ja, ich finde das ein wenig seltsam. Aber ich finde es so, weil du vorher nie an dir gezweifelt hast. I used to think that I'd never doubt myself. But you could say I've discovered that I'm not as strong as I thought I was. Coulter mentioned my parents, as well as Malus and Silver. It's all thanks to them that I've made it this far in life. Do you think they ever regretted the choices they made? Has my existence made this world a better place? Don't think like that, Navia. You've already done more than enough. No matter what others think, we'll always support you to the end of the world. Well, since it's ended up like this, I suppose it's time for me to make a confession as well. There's something that I've been keeping from you as well, boss. Please, follow me. Everything is already prepared. Florent, I hope you can understand that I can't deal with any more shocking revelations right now. Don't worry. This surprise will be a pleasant one. Geht's hin nach unten, okay. Wo müssen wir hin? Auf das Schiff, okay. Wait a minute. War die Wand in der Mitte schon immer da? Warte mal, das ist doch die Skulptur. Ich muss mal kurz was machen. Oder kann ich die auch? Ja gut, das weiß ich ja. Inactivity serves no purpose whatsoever. War es wirklich so, dass man den nur nutzen kann, wenn man ein bestimmtes draußen hatte? Also Ego-Perspektivenmäßig. Let's get this interview started. Nee. Hold that pose.
Konnte man denn... Habe ich es rausgenommen? Oh. The Steambird is an excellent publication. They have many outstanding journalists, and the editor-in-chief is always open to new ideas. Ja, danke, aber genug von ihr. Mach mal kurz meine Mischgruppe hier. Are you going to hold a festival? Oh, you're taking... Danke. So rum war das. Ich brauchte das scheiß Objektiv. Wenn ich wetten müsste, ist das das Logo der Spina. Das jetzt weiß ich auch, wo ich es finde. Und darunter ist doch irgendwas verdeckt. Hoppala. Dann gucken wir doch mal, was das für eine Skulptur ist. Am Ende des Tages eine Skulptur nur von Navia. Oder Navia und dem Traveler? Oder was? Why is everyone gathered here? And what's this? This was supposed to be a gift to you from everyone in the town. We were originally planning to show it to you once it was finished, but special times call for special measures. I've never seen you look so defeated before, so I've decided to show you the designs before the final product was done. Do I really look that bad? Oh yeah. Well, if you're ready, I'll unveil the present. This is... Papa, Mother, and me. We designed the look for Miss Clementine based on old camera records, as well as personal recollections from members of the Spina. Wow. This is the statue you mentioned before? It is indeed. To be honest, we decided on the design a long time ago, and gave the sculptor permission to begin working. We only asked Boss to decide on a design so she wouldn't realize we had already started. How could we only have statues of Mr. Callus and Mrs. Clementine? Even though Boss is still young, we've all seen the work she's put in regarding the whole synth business and the rebuilding of Poisson. We wanted to commemorate her contributions with a statue as well. I don't know what Spina di Rosula was like in the past,
But I know it's a great organization now. With Navia around, we're not worried about this place's future. We're gathered here today to tell our boss that we support you and believe in you wholeheartedly. I believe everyone is here for you, not the glory days. That's what we believe as well. Thank you so much, everyone. Then I'll be brave and just accept everyone's support for what it is. This really is quite the surprise. I never thought that I'd have the chance to stand next to my mother. Not even in my wildest dreams. Sehr, sehr schön. It seems like I started to question myself a bit too much. I'll pick myself up again and become a more reliable president for all of you. Looking back on it, I'm honestly embarrassed by how I acted earlier. I'm sure everyone longs for that one thing in life that seems trivial to others, but they themselves can never obtain. To me, that would be a family portrait. I've always been super jealous of other people's family photos. I've never thought I'd receive a family portrait of my own. Especially not like this. It seems like I'm not such an unlucky person after all. It seems like I started to question myself a bit too much. Looking back on it, I'm honestly embarrassed by how I acted earlier. Clementine. You know, I've thought about it before. Though my mother only wanted me to live a happy life, that's actually a tall order as well. In practice, it's just as hard to achieve my father's expectations for me. Even though my parents had very different personalities, they always had a lot of respect for each other. The Aquabus project was a monumental project that stood to benefit all of Fontaine. It would have been a little close-minded to assess or evaluate it only from the perspective of the clan. I think that's probably why she didn't step in to mediate or oppose the building of the lines. It seems like, looking back on it, I'm Aber die Frage honestly ist, siehst du mich embarrassed wirklich by als how eine I Partnerin? Da acted bin ich mal earlier. gespannt, was dabei jetzt rumkommt. Wie gesagt, ihr habt euch zu revidieren, Hoyeverse. Oh, whoa, whoa, whoa. Why'd you have to remind me? Please don't say that again. It's super embarrassing for me. Ah, Forget it now. Please forget that I ever said anything. Oh, wait. But it'd also be bad if you were to forget it. Okay, but please keep it a secret between us from now on. Please don't ever mention it again. aha. Da läuft was, Miss Navia. Macht dir keine Sorgen, Navia. Der Traveler hat Zeit für euch alle. Nun. So viel dazu.